Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Es war schon lange mein Traum, einmal in die Berge zu fahren und dort eine Wanderung zu machen. Letztes Jahr im Sommer habe ich es endlich geschafft. Ich packte meinen Rucksack und machte mich auf den Weg. Es war ein sonniger Morgen, als ich in die Berge fuhr. Die Fahrt dauerte etwa eine Stunde. Die Landschaft wurde immer grüner, je näher ich den Bergen kam. Ich konnte es kaum erwarten, endlich dort zu sein. Als ich ankam, parkte ich mein Auto und begann meine Wanderung. Der Weg führte durch einen dichten Wald. Die Bäume waren hoch und die Luft war frisch. Ich atmete tief ein und fühlte mich sofort entspannt. Ich hörte die Vögel singen und sah kleine Tiere. Nach etwa einer Stunde erreichte ich eine Lichtung. Dort machte ich eine kurze Pause und trank etwas Wasser. Ich setzte mich auf einen großen Stein und sah mich um. Die Aussicht war atemberaubend. In der Ferne konnte ich die schneebedeckten Gipfel der Berge sehen. Nach meiner Pause ging ich weiter. Der Weg wurde steiler und es wurde anstrengender zu gehen. Aber ich war motiviert und wollte unbedingt den Gipfel erreichen. Unterwegs traf ich andere Wanderer. Wir tauschten ein paar freundliche Worte und wünschten uns gegenseitig eine gute Wanderung. Nach einigen weiteren Stunden erreichte ich endlich den Gipfel. Ich war erschöpft, aber glücklich. Die Aussicht von dort oben war unbeschreiblich. Ich konnte weit ins Tal hinuntersehen und die umliegenden Berge bewundern. Ich setzte mich auf einen Felsen und genoss den Moment. Es war so friedlich und ruhig dort oben. Der Wind wehte leicht und die Sonne schien warm auf mein Gesicht. Ich blieb eine Weile dort oben und machte Fotos. Dann packte ich meinen Rucksack wieder und begann den Abstieg. Der Weg hinunter war leichter und ich kam schneller voran. Unterwegs sammelte ich ein paar schöne Steine als Andenken. Am späten Nachmittag kam ich wieder bei meinem Auto an. Ich war müde, aber zufrieden. Die Wanderung war genau das, was ich gebraucht hatte. Sie hat mir geholfen, den Kopf frei zu bekommen. Ich setzte mich ins Auto und fuhr zurück nach Hause. Auf dem Rückweg dachte ich über die vielen schönen Eindrücke nach, die ich gesammelt hatte. Zu Hause angekommen, erzählte ich meiner Familie von meiner Reise. Sie waren begeistert von meinen Erlebnissen und sahen sich die Fotos an, die ich gemacht hatte. Wohin wollte Lisa schon lange fahren? Lisa will in die Berge. Wie lange dauerte die Fahrt?
Etwa eine Stunde. Was machte Lisa nach dem Parken? Sie begann ihre Wanderung. Wie war die Luft im Wald? Frisch. Was sah Lisa auf der Lichtung? Die schneebedeckten Gipfel. Was tat Lisa auf dem Gipfel? Sie machte Fotos. Wann kam Lisa wieder bei ihrem Auto an? Am späten Nachmittag. Was sammelte Lisa auf dem Rückweg? Schöne Steine. Wie reagierte ihre Familie auf ihre Reise? Sie waren begeistert. Die Berge. Die Berge sind im Winter sehr schön. Der Traum. Mein Traum ist es, einmal nach Japan zu reisen. Der Rucksack. Ich packe meinen Rucksack für die Wanderung. Der Weg. Der Weg zur Schule ist nicht weit. Die Landschaft. Die Landschaft in der Schweiz ist wunderschön. Der Wald. Im Wald gibt es viele Tiere und Pflanzen. Die Bäume. Die Bäume im Park sind sehr alt. Die Aussicht. Die Aussicht vom Gipfel ist atemberaubend. Der Gipfel. Der Gipfel des Berges ist schneebedeckt. Das Tal. Das Tal ist grün und weit. Der Felsen. Auf dem Felsen sitzt ein Adler. Wandern. Wir wandern gerne in den Bergen. Sammeln. Ich sammle alte Münzen. Anstrengend. Das Training war heute sehr anstrengend. Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.